Bildbearbeitung in Adobe Lightroom kann eine sehr herausfordernde Angelegenheit sein, insbesondere am Anfang so viele Regler, so viele Möglichkeiten ans selbe oder zumindest ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Heute zeige ich dir einen einzigen Regler in Adobe Lightroom, den so nebenbei erwähnt die meisten ignorieren oder vielleicht nicht verstehen, ist also vielleicht sogar ein Geheimtipp, der dir viele andere Regler ersparen wird und somit auch viel Denkarbeit und brennende Gehirnwindungen, wenn du ihn richtig verstehst und richtig anwendest. War kaputt. Farben können in der Bildbearbeitung eine besondere Herausforderung sein. Alleine für das Thema Sättigung ins Bild bringen gibt es mehrere Möglichkeiten, die du verwenden kannst. Den Dynamikregler, den Sättigungsregler und zu guter Letzt kannst du im Bereich HSL jede Farbe einzeln in der Sättigung hoch- oder runterziehen. Es gibt aber auch eine vierte Möglichkeit, die die meisten ignorieren oder vielleicht sich davor fürchten. Also ich habe diesen Bereich definitiv lange ignoriert, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie es funktioniert. Und nicht nur ist dieser Weg einfacher, sondern aus meiner Erfahrung auch viel schöner im Ergebnis. Damit du richtig verstehen kannst, was dieser Regler tut, müssen wir uns ganz kurz mit einem Hauch Theorie in Farben beschäftigen. Ich habe hier in Adobe Lightroom dieses Farbrad geöffnet mit Rot, Grün und Blau. Aus diesen drei Farben setzen sich alle Farben zusammen. Wenn wir hier den Sättigungsregler verwenden und einfach nach oben ziehen, dann sehen wir, alle Farben werden gleichmäßig gesättigt oder entsättigt. Und das ist genau das, was wir von diesem Regler erwarten würden. Dasselbe gilt für den Dynamikregler. Der funktioniert zwar ein wenig anders als der Sättigungsregler, aber im Prinzip wendet er auch alles auf alle Farben an. Wenn wir in HSL zum Beispiel nur Rot sättigen oder entsättigen, dann siehst du eindeutig, es wird ausschließlich auf den Bereich Rot angewendet. Magenta, Gelb, Cyan, Grün, Blau bleiben davon alle unberührt. Und auch das erwarten wir von diesem Regler. Wenn du in Lightroom ganz nach unten scrollst, dann findest du hier diesen Bereich Kalibrierung. Möglicherweise hast du den schon mal gesehen und irgendwie ignoriert, weil keine Ahnung, was das ist. Also ich habe es genau so gemacht. Um zu verstehen, was der tut, bewegen wir den Mauszeiger zum Beispiel mal auf die Farbe Rot. Und rechts oben im Histogramm siehst du 75,4% Rot, was logisch ist, das ist immerhin Rot, aber auch 34,7 Grün und 13,7 Blau. Nicht ganz unlogisch. Alle Farben setzen sich aus diesen drei Farben zusammen, also auch diese drei Farben. Bei Blau 93,8% Blau und ebenfalls bei Grün. Und was die Regler in der Farbkalibrierung tun, ist nicht nur die eine Farbe nach oben oder unten sättigen, sondern eben anteilig alle anderen Farben, die in dieser Farbe stecken, mit. Ziehen wir also hier den Blauregler nach oben oder nach unten, sehen wir, dass sich die anderen Farben nicht so brutal, aber doch ein bisschen mit verändern. Dasselbe bei Grün und natürlich auch bei Rot. Genug Theorie, schauen wir uns das Ganze mal an echten Fotos an. Ich habe hier als erstes Beispiel ganz absichtlich eines gewählt, in dem nicht wirklich viele Farben zu sehen sind. Würde ich hier den Sättigungsregler einfach nach oben ziehen, dann wäre das irgendwie ein bisschen zu viel. Es wird nicht schön. Genau dasselbe gilt für den Dynamikregler. Ich könnte mich jetzt in HSL noch weiterspielen mit den einzelnen Farben oder ich könnte unseren neuen Lieblingsregler verwenden und einfach den blauen primären Wert nach oben ziehen. Und siehe da, irgendwie sind alle Farben ein bisschen strahlender, ein bisschen schöner, ein bisschen intensiver, aber nicht übersättigt. Okay, machen wir das mal mit einem Foto, in dem etwas mehr Farbe zu sehen ist. Dieses Foto habe ich an sich fertig bearbeitet und ich bin im Großen und Ganzen auch nicht unzufrieden damit, aber irgendwie hätte ich die Sättigung gern doch wieder zurück. Dann ist es aber wieder zu viel Sättigung. Gut, dass es unseren neuen Lieblingsregler gibt. Verwende ich hier wieder den primären Blauwert und ziehe diesen einfach nach oben, dann siehst du, was mit den Farben passiert. Im Gegensatz zum Sättigungs- oder Dynamikregler werden nicht alle Farben gesättigt, sondern, ich weiß auch nicht, sie strahlen ein bisschen mehr. Ich finde keinen besseren Ausdruck dafür. Zu guter Letzt verwenden wir noch ein Foto, das richtig bunt ist, mit vielen knalligen Farben. Nicht unbedingt mein bestes Foto, aber MotoGP in Österreich und ich komme ohne Teleobjektiv. Dieses Foto ist noch komplett unbearbeitet. Wir nehmen einfach nur diesen Regler und ziehen ihn nach oben. Und was dir sofort auffällt, alle Farben werden ein bisschen strahlender, ein bisschen schöner, ein bisschen intensiver, aber natürlich auch das Blau. HSL und Farbe öffnen, Blauwerte ein bisschen zurücknehmen und das Ganze hat wieder ein schönes, ausgeglichenes Niveau. Das ist erheblich einfacher, als die gesamte Farbmischung in HSL fertigzustellen. Nochmal vorher und nachher.
Du kannst dasselbe natürlich auch mit den Rot- und Grünreglern machen. Aus meiner Erfahrung ist der Blauregler der schönste, weil er die Orangetöne und die Rottöne nicht so übersättigt. Insbesondere gegen die Sonne mit Sonnenuntergängen mit verschiedenen Farben im Bild können bei den anderen Reglern Farben schnell mal ausreißen. Probier's aus, spiel damit rum. Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse, auf deine Meinungen. Wenn du Lust auf mehr Lightroom Quick Tipps hast, hier habe ich dir noch einen verlinkt und unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meinem kompletten Kurs Adobe Lightroom im Shootcamp. Wir sehen uns im nächsten Video.